Mein Name ist Markus Krämer, ich bin leitender Oberarzt im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen in der Neurologie und ich bin auch ehrenamtlich erster Vorsitzender im Verein Moja Moja Freunde und Förderer Deutschland. Die Herausforderung der Therapie der primär isolierten ZNS-Vaskulitis ist erstmal, die Erkrankung richtig zu diagnostizieren. Das heißt, vor der Therapie steht die Diagnose. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Therapie erst erfolgt, wenn man sich sicher ist, dass die Diagnose stimmt. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Differentialdiagnosen, die die primär isolierte ZNS-Vaskulitis imitieren kann. Die zweite Herausforderung ist, dass alle Therapien off-label sind und man wenig Daten, wenig wissenschaftliche Daten hat, die uns sagen, was ist die richtige Therapie. Die Therapieempfehlungen, die die Europäische Schlaganfallorganisation und auch die deutschen Leitlinien herausgegeben haben, die fußen meist auf Erfahrungen aus der Rheumatologie und Analogieschlüsse. Aber es gibt auch so ein paar Daten, zum Beispiel Mayo-Klinik-Daten von einigen hundert Patienten, wo einfach die Verordnungspraxis von erfahrenen Neurologen angeschaut wurde. Und es gibt auch eine Meta-Analyse von Minerup und Arbeitsgruppe, die insgesamt über 900 Patienten analysiert hat aus verschiedenen Studien, was da übliche Therapie war. Die Therapie der ZNS-Vaskulitis bei Kindern ist natürlich noch unerforschter, wie es oft leider in der Neuropädiatrie ist. Aber auch da gibt es Erfahrungsschätze durch Umfragen bei Experten, wo geschaut wurde, was ist so die Praxis der Verordnung. Daraus kann man entnehmen, dass man die Therapie der ZNS-Vaskulitis unterteilt in Induktionstherapie und Remissionserhaltung. Die Induktionstherapie ist bei Kindern wie aber auch bei Erwachsenen in den meisten Fällen Cortison, nämlich als Infusion und als Tabletten. Und dann ist es in den meisten Fällen kombiniert mit Cyclophosphamid. Oft Cyclophosphamid-Infusionen, zum Beispiel 6 Zyklen im Abstand von 4 Wochen. Die Remissionserhaltung ist etwas heterogener, da wird in der Kinderheilkunde oft das Mycophenolat Mofetil verwendet, bei Erwachsenen oft auch Azathioprin und auch MTX. Vielversprechend ist wahrscheinlich auch das Rituximab. Es konnte bei ANCA-positiven Vaskulitiden in der Rheumatologie gesehen werden, dass Rituximab genauso gut wirksam ist wie Cyclophosphamid, aber weniger Nebenwirkungen hat. Das hat die Deutsche Gesellschaft für Neurologie-Leitlinien animiert, auch das zu betonen, dass das eine Option ist. Die ESO-Leitlinien wählen das eher als Ersatzpräparat. Insgesamt glauben wir, dass es sehr wichtig ist, zunächst die Diagnose korrekt zu diagnostizieren und dann schon aggressiv die Induktionstherapie durchzuführen und über 24 Monate mindestens, wenn nicht länger, auch die remissionserhaltende Therapie. Sollte man deeskalieren, sind weitere Kontrollen von MRT, Liquor und möglicherweise auch Angiografie erforderlich.